Hallo ihr Lieben, willkommen bei Sohalt. Hier dreht sich heute alles um das Wundermittel Rizinusöl. Das hat die Kosmetikindustrie erobert und ich möchte euch die allerbesten 5 Anwendungen für Rizinusöl zeigen. Es ist gut für die Haare, für die Wimpern, für die Haut, für die Hände, für den Körper. Ein Öl, das gegen Pickel wirkt und das alles jetzt im Einzelnen. Rizinusöl ist ein natürliches pflanzliches Öl, darauf würde ich auch immer achten, wenn ich es kaufe. Und darauf achten, dass es kalt gepresst ist, denn das ist die allerhöchste Qualitätsstufe, die du von diesem Öl bekommen kannst. Und dass es natürlich ein reines Öl ist, ohne Zusatzstoffe. Es ist sehr, sehr gut, um das Wimpernwachstum anzuregen. Das ist die allererste Anwendung, der erste Hack, den ich euch zeigen möchte. Natürlich auch, um die Augenbrauen wachsen zu lassen. Du gibst es einfach mit einem Tuch, einem Bürstchen oder auch mit einem Wattepad auf die Wimpern auf. Am besten jeden Abend und das über ein paar Wochen hinweg und du wirst feststellen, deine Wimpern wachsen. Ich habe es selber ausprobiert und es funktioniert. Das ist unglaublich. Da braucht man kein Wimpernserum. Das ist wirklich krasser Betrug schon fast, dass sie das so teuer tatsächlich verkaufen, denn Rizinusöl ist jetzt nicht gerade also das allergünstigste Produkt, aber im Vergleich zu Wimpernserien ist es deutlich günstiger. Und warum funktioniert das überhaupt? Es enthält ganz viel Vitamin E und dadurch werden die Haarwurzeln mit Feuchtigkeit versorgt, die Haare brechen weniger ab, sie können länger wachsen, also eine Wimper hat ungefähr eine Lebensdauer von 4 bis 6 Wochen und dann fällt sie aus. Wenn sie aber gut versorgt ist mit Vitaminen und mit Nährstoffen und gut mit Feuchtigkeit auch versorgt wird, dann kann sie länger wachsen. Also länger halten sozusagen, ohne dass sie ausfällt. Und dann erscheinen die Wimpern dichter, also fülliger, weil weniger ausfallen und natürlich auch länger. Außerdem ist Rizinusöl sehr, sehr gut gegen Spliss, für Glanz auf den Haaren. Auch da natürlich derselbe Grund, weil die Haare einfach diese Feuchtigkeit aufsaugen, weil sie diese Vitamine aufnehmen können. Und Rizinusöl es ist ein dickflüssiges Öl und gibt dem Haar dadurch auch ein bisschen Stand und Festigkeit. Es ist ein trockenes Öl, was sich immer so ein bisschen widersprüchlich anhört, aber es ist halt ein Öl, das nicht fettig ist, also das nicht nachfettet. Und deshalb wirken die Haare dann auch nicht fettig. Du kannst es einfach als Haaröl verwenden. Ich habe es jetzt gerade auch drin. Es wirkt nicht fettig, sondern einfach nur schön glänzig und dann dadurch auch natürlich gepflegter, als es ohne das wäre. Natürlich kann es nicht nur für vollere Wimpern sorgen, sondern auch für volleres Haar, indem du es einfach auf die Kopfhaut einmassierst, am besten abends vor dem Schlafengehen. Nicht zu viel nehmen tatsächlich, sondern einfach nur so schön, dass es ein bisschen auf der Kopfhaut überall verteilt ist. Nicht, dass du alles hier einfettest, sondern wirklich nur oben so ein bisschen. Und da auch dieselbe Erklärung wie bei den Wimpern. Durch das Vitamin wird die Kopfhaut versorgt. Die Haare fallen weniger aus, weil sie eben mehr Nährstoffe haben und mehr Vitamine und können dadurch einfach und brechen auch nicht so schnell und können einfach länger wachsen und besser wachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Wachstumshormon oder irgendwas drin ist. Das ist absolut nicht der Fall, sondern einfach nur die Vitamine und die Mineralien und die Nährstoffe, die das Öl einfach als solches liefert. Und dadurch, dass es so viel Feuchtigkeit spendet und die Haut so schön geschmeidig macht und schmiert, ist es auch sehr gut, wenn du Narben hast oder Pigmentflecken, wenn du die damit einreibst. Es wird dadurch die Zellerneuerung angeregt und dadurch können Pigmentflecken ein bisschen verblassen und Narben werden geschmeidiger, werden weicher und können damit auch besser rausheilen sozusagen. Die Haut kann sich selber besser erneuern und dann werden Narben eben ein bisschen verblasst, genauso wie Pigmentflecken. Das Rizinusöl regt in der Haut nachgewiesenermaßen die Kollagenbildung an und das ist wirklich eine sehr tolle Eigenschaft. Kollagen ist dafür verantwortlich, dass unsere Haut straff bleibt, in Form bleibt. Wenn du dich regelmäßig damit einreibst, das muss jetzt gar nicht täglich sein, das kann einmal die Woche sein und schön noch klopfst, dass der Lymphfluss angeregt wird, dann wirst du nach und nach merken, deine Haut wird straffer, es werden kleine Fältchen gemindert. Es ist natürlich kein Wundermittel, dass du es einmal drauf gibst und sofort alle Falten weg sind, das ist nicht der Fall, aber durch die regelmäßige Anwendung wird einfach die Kollagenbildung angeregt und die Haut erscheint wirklich straffer. Und keine Angst, wenn du jetzt denkst, oh nein, wenn ich mich jetzt mit Öl im Gesicht einreibe, dann werde ich total Pickel bekommen und unreine Haut. Ich habe sowieso schon fettige Haut, vielleicht denkt sich das jetzt der ein oder andere. Aber keine Angst, die enthaltene Rizinolsäure wirkt antibakteriell und gleichzeitig wirkt das Rizinusöl dadurch gegen Pickel und gegen Mitesser. Ja, wirklich ein Öl, das du auf deine Pickel geben kannst, sogar sollst, wenn du unreine Haut hast oder Pickel, Mitesser,
dann gibst du es auf die T-Zone auf und es mindert Fältchen und gleichzeitig auch noch Pickel. Ist das nicht toll? Es fettet wirklich nicht nach. Man kann dann nach einer halben Stunde oder so kann man auch Make-up auftragen. Trotzdem würde ich immer empfehlen, das Ganze nach der täglichen Reinigung zu machen. Ich würde es auch nicht täglich machen, sondern 1- bis 2-mal die Woche und würde wirklich so die betroffenen Stellen damit einreiben. Und natürlich nach Bedarf. Wenn man jetzt gerade, manchmal passiert es einfach so und dann sprießt es einfach. Bei mir ist es oft hier unten, komischerweise. Wahrscheinlich, weil ich mir manchmal ins Gesicht lange. Und hier vom Handy, ach, ganz schlimm. Und dann gibt man da einfach Rizinusöl auf und dann wird man merken, es geht ganz, ganz schnell. Und du wirst auch merken, dass nach und nach das Hautbild einfach schön smoother wird. Es wird ebenmäßiger und die Poren verfeinern sich dann auch, wenn die Mitesser zurückgehen. Und das Öl, das ich jetzt hier verwende, ist von Colibri. Habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Das Video ist aber nicht bezahlt und sonst auch nicht weiter gesponsort. Das ist alles meine eigene Recherche und meine eigene Erfahrung, die ich hier erzähle. Dieses Rizinusöl fand ich besonders interessant und habe es deshalb auch mich dafür entschieden, weil es ist vegan, rein und natürlich und bio. Außerdem Ingredients, da muss man immer mal gucken, hier ist wirklich nur Rizinusöl drin. Manche andere Öle sind dann noch irgendwie versetzt mit Parfüm oder sonstigen Haltbarmachmitteln. Und das ist hier eben nicht so. Das ist ganz reines und kaltgepresstes Öl. Und ich habe ja schon gesagt, dass kaltgepresstes Öl das hochwertigste von den Ölen ist. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, vor allen Dingen, wenn du es im Gesicht anwenden willst. Und dieses Öl hat die Eigenschaft, dass es komplett geruchsneutral ist. Also du wirst keinen komischen Geruch auf der Haut haben. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist sehr dickflüssig, also sehr hoch konzentriert. Hält ungefähr 6 Monate. Ja, so steht es hier auch drauf. Also nach dem Gebrauch 6 Monate. Und schön ist es hier, dass man diesen Pumpspender hat. Dass man sich einfach eine Menge, einen Pump auf die Hand geben kann. Und das dann direkt verwenden kann. Und es riecht wirklich nach gar nichts. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Jetzt zum Schluss möchte ich euch noch über Rizinusöl erzählen, was ich herausgefunden habe bei meiner Recherche. Was ist Rizinusöl überhaupt? Wo kommt es her? Es kommt von dem Wunderbaum. Der wächst in Afrika und im Nahen Osten. Und das ist ein Baum, dessen Blätter sehen ungefähr aus wie unser Ahorn. Und der hat dann so Dolden dran und da wachsen die Rizinussamen. Diese Samen sehen aus wie die dicken Bohnen, also die dicken roten Feuerbohnen bei uns. Und die werden ausgepresst. Und aus dieser ersten Pressung, direkt von der Samen, kommt das kaltgepresste Öl, das hochwertigste von den allen. Zweite Qualitätsstufe ist das heißgepresste Öl, das eben dann in einem zweiten Verarbeitungsschritt irgendwie hergestellt wird. Die dritte Qualitätsstufe, die ich gar nicht kaufen würde, heißt Presskuchenextrakt. Und da wird eben einfach nochmal, da sind die Samen schon gepresst und dann bleibt eben so ein Mansch übrig, dieser Kuchen, wie man ihn nennt. Und das wird dann nochmal ausgepresst und extrahiert und mit, glaube ich, mit Zusätzen und auf jeden Fall raffiniert wird es noch. Und das ist dann die dritte Stufe. Früher wurde das tatsächlich als Abführmittel verwendet. Das ist schon lang her und dadurch hatte Rizinusöl so ein bisschen einen schlechten Ruf. Mittlerweile weiß man und schon seit längerer Zeit, dass es in der Kosmetik sehr, sehr gute Wirkungen hat und dass man es da wirklich als Wundermittel einsetzen kann. Und ihr müsst es mal ausprobieren, ihr werdet sehen, was für eine tolle Wirkung es auf die Haare hat. Hat dir das Video gefallen, dann schenke ihm einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für mehr Hacks und Beauty-Tipps, Tutorials und Reviews. Und ich freue mich sehr, sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Hast du diese Videos schon gesehen? Falls nicht, klick dich gleich rein.